In der Serie Units Succession Wars sprechen wir über Einheiten, die mit den Introductory Rules spielbar sind. Heute der Kommando. Der Kommando war seit dem Sternenbund der primäre Scoutmacht des luranischen Commonwealths. Mit 25 Tonnen rangiert er immer noch im unteren Gewichtsbereich. Da es in der 25-Tonnen-Klasse in dieser Technologiestufe nur einen Mitbewerber gibt, den Mongoose, muss er sich gegen die drei primären Scoutmachts der Succession Wars-Ära behaupten. Wenn man die 320-Tonner Locust, Stinger und Wasp als Maßstab nimmt, gewinnt er eindeutig in der Kategorie Feuerkraft. Mit einem hohen Schadenspotenzial von 19 oder mehr Schadenspunkten hängt er auch einige schwere Mechs ab. Leider hat er aber weder die Beweglichkeit noch die Panzerung, diesen Vorteil in Kampfkraft umzusetzen. Im Vergleich mit dem Mongoose schaut es noch schlechter für ihn aus. Er hat zwar auch hier die höhere Feuerkraft, kommt jetzt aber auch im Bereich Panzerung stark ins Hintertreffen, wobei der Mongoose auch noch die Beweglichkeit des Locust mitbringt. Es gibt zwar Tage, an denen einem jeder Wurf gelingt, aber solche Tage sind selten und wir bleiben da lieber bei den Fakten. Mathematisch kann er dieses Gefecht nicht gewinnen, da der Mongoose das Spiel auch bei Initiativverlust kontrollieren wird. Sollte der Kommando in unwegsamem Gelände eingesetzt werden, ist das sehr wahrscheinlich sein Untergang. Da er über keine Jump Jets verfügt, muss er Geländehindernisse entweder umgehen oder überqueren. Beides kostet ihn zusätzliche Bewegungspunkte und er hat nur 2 Reservebewegungspunkte, um auf den plus 3 Target Modifier zu kommen. Wenn man sich die aktuellen Battletech Maps ansieht, ist das kommandofreundliche Gelände dünn gesät. Im Spiel bedeutet das, dass er von den 3 leichteren Scouts oft ausmanövriert wird und daher stark vom Gewinn der Initiative abhängig ist. Die höhere Beweglichkeit der anderen Scouts gibt ihnen aber auch die Möglichkeit, ihm zu entkommen. Für Stinger und Wasp ist es ein leichtes, für plus 3 in einen Wald zu jumpen und dabei gleichzeitig Abstand zum Kommando herzustellen. Auch der Locust wird ihn abhängen. 3 zusätzliche Bewegungspunkte können in so einem Fall die Welt sein. Da nur der Center Torso und die Beine über 8 Panzerpunkte verfügen, ist selbst ein Large Laser ausreichend, um die Panzerung auf den Seitentorsi zu durchschlagen. Bei den Modellen 1D und 3A ist die Situation noch schlimmer. Dort sind auch am Center und an den Beinen nur 6 Panzerpunkte zu finden. Im Kampf mit anderen Lightmechs mag das zwar ausreichend sein, da in solchen Kämpfen der Medium Laser meist die Hauptwaffe ist, aber in der Spielrealität fällt er häufig einem schweren Gegner zum Opfer. Da bei allen Modellen die Munition immer in einem oder sogar beiden Seitentorsi lagert, ist das seine größte Schwachstelle. Bleiben wir fairerweise beim Kampf gegen die 320-Tonner. Die Standardvarianten von Locust und Stinger verfügen nur jeweils über einen Medium Laser. Die beiden MGs sind im Mechkampf nur im Nahkampf brauchbar, da ihre Range-Charakteristik den Einsatz im Feuerkampf meistens unmöglich macht. Die durchschnittliche To-Hit-Number des Kommando in solchen Kämpfen ist eine 11. Um in den Short-Bereich seiner Waffen zu kommen, also auf höchstens 3 Felder Abstand, muss alles gleichzeitig zusammenpassen. Die Ausgangssituation muss die Annäherung ermöglichen. Du musst die Initiative gewinnen und dein Gegner muss einen Fehler in seiner Bewegung machen. Diese Situation wird bei gleich starken Spielern also nicht sehr häufig vorkommen. Wir gehen daher von folgender Situation aus. Die Mechs befinden sich im Medium-Bereich ihrer Hauptwaffen. Wir starten also mit 4, dem Gunnery-Wert, und zählen 2 für Medium Range dazu, macht 6. Der Kommando wird, um seinen Target Modifier so hoch wie möglich zu halten, laufen. Also weitere plus 2 macht 8. Bei allen 3 möglichen Gegnern können wir von einem plus 3 Target Modifier ausgehen. Stinger und Wasp können 5 oder 6 Felder jumpen. Der Locust kann 5 zusätzliche Bewegungspunkte für Turns, Wälder oder sonstiges ausgeben und hat immer noch plus 3 anliegen. Macht 11. Die Trefferchance liegt also unter 10%. Im Gegenzug fällt es dem Kommando ungleich schwerer, den plus 3 Modifikator zu erreichen, da er den 8. und 9. Bewegungspunkt schnell für Wälder oder Höhenlevel verbraucht. Idealerweise wäre die Bewegungsstrecke des Kommandos 7 Hexfelder geradeaus, wobei das letzte Feld ein Heavy Wood Hex ist. Diese Idealsituation gibt es durchaus. Leider wollen aber alle möglichen anderen Einheiten ebenfalls in dieses Heavy Wood Hex und davon sind mit Sicherheit einige von seiner Seite. Es ist ein ganz seltenes Gefecht, in dem der Kommando die höchste Priorität genießt.
Wen kann er schlagen? Die 320-Tonner Flea, Hornet und Thorn sind durchaus schlagbar für ihn. Flea und Thorn haben die gleiche Bewegungscharakteristik wie er, Hornet ist langsamer. Die 3 Jumpjets der Hornet sind vernachlässigbar. Mit seiner Bewaffnung ist er diesen 3 Mechs klar überlegen. Der letzte 20-Tonner, der Mercury, ist dem Locust leicht überlegen und daher auch ihm. Was macht man also mit dem Kommando? Wir wissen jetzt, dass er im direkten Duellen gegen die anderen leichten Scouts verlieren wird. Zum Glück für ihn sind normale Battletech-Gefechte etwas umfangreicher als 1:1 Duelle. Um eine Verwendung zu finden, müssen wir uns jetzt die einzelnen Varianten im Detail ansehen. Die ursprüngliche Originalserienvariante 1B verfügt über geringfügig weniger Feuerkraft als das Standardmodell 2D, hat dafür aber mit dem Large Laser etwas mehr Durchschlagskraft. Zur Jagd auf leichte Scouts, die versuchen über die Flanken in den Rücken deiner Fire Supporter zu kommen, ist er daher gut geeignet. Wenn es ihm möglich ist, sich auf dem Feuerbereich schwererer Mechs zu halten, kann er sogar auf Bewegung verzichten und seine Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen. Die bessere Reichweite des Large Lasers erleichtert das noch. Auch im Angriff hat er seinen Nutzen. Und wenn es nur der ist, das Feuer von wertvolleren Mechs abzuziehen. Bei Waffeneinsatz ist aber von einem Alpha aus der Bewegung heraus abzuraten, da er mit 5 Overheat sofort einen Bewegungspunkt verliert. Etwas, das sich der Kommando nicht leisten kann. Die Variante 1C ist kaum sinnvoll einzusetzen. Die Autokanone 2 hat zwar eine überlegene Reichweite, verursacht dabei aber kaum Schaden. Diese Variante kann aufgrund ihrer schwachen Feuerkraft weit vorstoßen, da sie oft ignoriert wird. Ob er dann im Rücken des Gegners für Gefahr sorgen kann, bleibt aber zweifelhaft. Ab dem Fatcom Bürgerkrieg könnte man ihn mit Armor-Piercing-Munition zum Panzerjäger machen. Aber wir konzentrieren uns hier auf die Succession Wars Ära, da gab es die Sondermunitionen für Autokanonen noch nicht. Mit der Variante 1D hat man einen durchaus nicht ungefährlichen Mech. Mit einer SAM-6 und einem Large Laser kann er potenziell einen Pilotenwurf auslösen, was nicht zu unterschätzen ist. Mit maximal 4 Overheat kann er diesen Angriff jede zweite Runde riskieren. Dazwischen braucht er allerdings ein Versteck, um abzukühlen. Leider musste er für diese Feuerkraft auf eine weitere Tonne Panzerung verzichten, was ihn noch empfindlicher macht. Die Standardvariante 2D stellt mit Sicherheit die beste Waffenmischung dar. Mit nur 2 Overheat bei maximalem Waffeneinsatz aus dem Laufen heraus kann er als Unterstützungseinheit mit Leichtigkeit die fehlenden Schadenspunkte für einen Pilotenwurf liefern. Außerdem ist die relativ hohe Menge an SAMs eine echte Gefahr für jeden Mech, der seine Panzerung gegen andere Gegner verloren hat. Wir nennen so etwas einen Finisher. Dieselben Waffen sind auch der Horror jedes Panzers, da gegen Panzer die Anzahl der Treffer wichtiger ist als der Schaden selbst. Wenn der Panzer keinen Turm hat, ist er ein gefundenes Fressen für den Kommando 2D. Die letzte Variante der Succession Wars Ära, der 3A, hat zwar mit 31 möglichen Schadenspunkten die höchste Feuerkraft, im Vergleich dazu kommt der dreimal so schwere Marauder 3R nur auf 35. Büßt dafür aber eine Tonne Panzerung ein und kann diese Feuerkraft nur im Stillstand sicher einsetzen. Der Flamer hat zwar durch die Regeländerung zu Wärme und Schaden in einer Runde an Potenzial gewonnen, wiegt aber den Verlust der Panzerung nicht auf. Das Flufftext-Argument, dass er mit nur einer Tonne Munition für beide Werfer zu wenig hat, hält der Spielrealität nicht stand. Wenn es der Kommando schafft, 7 Runden lang seine beiden SAMs abzufeuern, dann hat sein Gegner entweder noch nie gespielt oder den Tisch verlassen. Mit 48 Panzerpunkten ist eher das Ende der Panzerung erreicht und es ist noch einiges an Munition übrig. Generell lässt er sich wie die 2D-Variante spielen, ist aber eben etwas zerbrechlicher und muss mit mehr Bedacht eingesetzt werden. Wenn wir uns die Punktekosten im Battle Value ansehen, ist er etwas teurer als die anderen erwähnten Mechs, mit Ausnahme des Mongoose natürlich. Er bleibt daher oft im Hangar, weil es billigere Mechs gibt, die eine bessere Bewegungscharakteristik haben und man wegen der Feuerkraft meist auf widerstandsfähigere Mechs zurückgreifen wird, die ihre Kampfkraft länger aufrechterhalten können. Kommen wir zum letzten Punkt, die Quirks. Quirks stellen Besonderheiten einer Maschine dar, die mit den normalen Konstruktionsregeln nicht abgedeckt sind. Sie geben einem Mech aber Farbe und können so den Unterschied zwischen 2 sehr ähnlichen Mechs machen.
Der Kommando hat die Quirks Narrow or Low Profile und Exposed Actuators. Narrow or Low Profile verbessert seine Überlebenschancen im Kampf. Das kann, vor allem bei der Annäherung, den Unterschied ausmachen, da beispielsweise ein PPC-Treffer nicht die Panzerung durchschlägt. Die Exposed Actuators machen ihn für Infanterie-Nahkampfattacken zwar empfindlich, dieses Problem kann man aber leicht durch Abstand halten lösen. Alles in allem ist der Kommando gut dazu geeignet, die Ablehnung des lyranischen Militärs gegenüber leichten Mechs zu erklären. Im Spiel kann er sich in größeren Gefechten ab Kompanie aufwärts durch sein geringeres Gefahrenpotenzial am Leben erhalten. Es gibt fast immer ein gefährlicheres Ziel, das leichter zu treffen ist. Wenn man dann den richtigen Moment abwartet, kann es auch einmal der Tag des Kommando werden. In kleineren Gefechten auf Lanzenebene sollte man eventuell einen anderen Leitmech in Betracht ziehen, da er am Ende doch zu leicht auszuschalten ist. Mehr Tipps und Tricks könnt ihr in einem Tactics-Video erfahren. Die Tactics-Serie startet bei 5000 Abonnenten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Lasst mich eure Erfahrungen in den Kommentaren wissen. Wenn die Informationen für euch nützlich waren, freue ich mich über ein Like und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, vergesst nicht den Subscribe-Button. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.